Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und wir begeben uns mal wieder in etwas andere Gefilde, und zwar mit Krita bzw. Krita Diffusion. Und in dieser Tutorial-Reihe zeige ich euch mal, wie ihr Krita als Tool benutzen könnt, um Bilder zu generieren oder zu bearbeiten, die ihr dann später vielleicht in ComfyUI weiter bearbeiten möchtet oder aber aus ComfyUI für einen kurzen Zwischenschritt mal irgendwo in einem Grafikprogramm bearbeiten müsst. Da bin ich dann bei Krita geendet. Ich hatte es vor Monaten schon mal ausprobiert, fand es nicht so gut, habe mich jetzt aber nach einem Livestream auf unserem Discord dann nochmal entschieden, es runterzuladen. Der Livestream ging darum, dass man manchmal die Bilder nochmal ein bisschen nachbearbeiten muss, zum Beispiel hier ein paar Pixel hinzufügen, damit ein Denoising das dann besser erkennt und vielleicht ein paar Bildfehler wieder verbessert oder mal hier und da gewisse Parts ergänzen muss, entfernen muss oder verbessern muss. Und da habe ich mich nach einer Möglichkeit umgeguckt, wie man das gut machen kann, und bin dabei bei Krita geendet. Weil mit Krita Diffusion können wir direkt KI benutzen, um unsere Bilder zu bearbeiten. Das geht natürlich auch mit GIMP, aber dann müsste man das Bild erst aus ComfyUI rausholen, in GIMP reinladen und dann dort bearbeiten, dann wieder nach ComfyUI reinladen. Und das wollte ich vermeiden. Finden wir mal einen schnellen Einstieg. Ich bin hier schon auf der Krita-Seite, krita.org. Je nachdem nach eurer Sprache kriegt ihr natürlich dann auch die entsprechenden Language-Einstellungen hier. Was ihr machen müsst, ist einfach hier auf Download gehen und euch den Installer runterladen. Es gibt verschiedene Optionen. Ich bin auf Windows, deswegen habe ich den Windows-Installer geladen. Und dann könnt ihr das Ganze schon installieren. Das installiert sich wie ein normales Programm. Insofern ist da nichts Besonderes bei. Ihr könnt allerdings auch, das war auch auf der Download-Seite, ich gehe nochmal zurück, Krita kaufen. Krita ist eigentlich kostenlos und Open Source. Ihr könnt aber auch für ein paar Euro euch das kaufen. Der Vorteil von der Geschichte ist dann, dass ihr automatisch Updates kriegt. Wenn ihr das hier normal runterladet über die Seite, kriegt ihr keine Updates, sondern müsst händisch einmal gucken, ob eine neue Version vorliegt und die dann auch wieder laden und installieren. Ja, es ist euch überlassen. Ich habe es mir direkt von der Seite hier geladen. So, als nächstes brauchen wir dann noch von GitHub das Krita AI Diffusion. Ich packe euch natürlich wie gehabt alle Links auch unten in die Beschreibung, damit ihr direkt drauf kommt. Das ist auch nicht besonders schwer. Hier müsst ihr einfach auch auf Download gehen, könnt euch natürlich einmal hier alle Infos noch dazu durchlesen, wenn ihr möchtet. Das überspringen wir aber für jetzt. Ich muss euch hier nichts vorlesen. Wir gehen hier auf Download, laden uns dieses ZIP-File runter, irgendwo auf eure Festplatte, Downloads-Ordner oder wo auch immer. Und damit ist es erstmal getan. So, und dann können wir auch schon zum allerersten Mal Krita starten. Da ist es auch schon. Okay. Ich gehe jetzt erstmal auf New Image, habe hier schon 1024 x 1024 ausgewählt. Wir sind im Stable Diffusion 1.5 oder SDXL-Bereich unterwegs hier. Flux geht auch, ist natürlich aber langsamer und benötigt noch ein paar Tricks. Aber wie gesagt, das wird eine Tutorial-Reihe und mal gucken, wann und ob wir dazu kommen werden. Als allererstes, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst hier oben in Tools reingehen, Scripts und dann Import Plugin from File, Import Python Plugin from File. Und da geht ihr dann an den Speicherort, wo ihr das Plugin runtergeladen habt. Und bei mir wäre es hier, macht einen Doppelklick und Krita Diffusion wird installiert. Als allernächstes müsst ihr Krita einmal schließen. Ich möchte das nicht speichern, nein. Habe es jetzt wieder geschlossen. Und jetzt könnte man neu starten und weitermachen im Schritt, aber ich habe noch ein weiteres Tool gefunden, und zwar ist das vom gleichen Macher, diesem Akli, die Krita AI Tools. Die sind optional, die braucht ihr nicht unbedingt, ich habe sie aber trotzdem installiert und finde sie auch ganz cool, und zwar ist das die Möglichkeit, Maskierungen KI-gestützt vorzunehmen in einem Bild, und da wir Krita gerade geschlossen haben, können wir es auch mal installieren. Wir gehen hier einmal runter und gucken hier auf Installation. So, wir brauchen diese Krita-Version, haben wir. Und hier steht, wir gehen auf die Releases-Page. Und hier können wir auch das ZIP-File runterladen. Der Unterschied zu diesem ZIP-File ist, und das ist hier auch nochmal beschrieben, das müsst ihr nicht über das Tool, Scripts und so weiter installieren, sondern das müsst ihr wirklich einmal entpacken und in euren Krita-Ordner kopieren dann. Einfach den Inhalt des ZIP-Files
in den Krita-Installationsordner. Hier wird der Standard-Installationspfad angezeigt. Je nachdem, wohin ihr es installiert habt, natürlich weicht der ab. Auf jeden Fall packt den Inhalt des ZIPs direkt in diesen Ordner und die Sache ist gegessen. So, ich gehe immer wieder hierhin zurück, damit wir auch schöne Bildchen sehen. So, und jetzt können wir Krita wieder neu starten, weil ab dem Zeitpunkt haben wir jetzt unser Krita AI Diffusion installiert, sowie auch das Maskierungsplugin. Und wir gehen nochmal auf New Image. Auf meiner Seite seht ihr hier schon, dass hier das AI Image Generation Plugin geladen ist. Bei euch wird das wahrscheinlich noch nicht so sein, falls ihr es das erste Mal installiert. Dafür müsst ihr nämlich einmal hier oben auf Settings gehen, Dockers und dann hier das AI Image Generation anklicken. Ne, Dockers sind die Geschichten hier auf der rechten Seite oder links oder je nachdem, wo auch immer hier sie andockt. Das muss auf jeden Fall mit einem Häkchen versehen sein, dann taucht es hier auf. Und dann könnt ihr anfangen, euren Workspace ein bisschen zu optimieren, wie ihr es haben wollt. Ich habe zum Beispiel hier die Brushes gelöscht, weil die Brushes sind auch hier oben zur Auswahl. Habe mir die Layers und die AI Image Generation in einer getappten Version dann hier hingepackt und habe hier oben nur noch den Color Selector laufen. Das entspricht so dem, was ich machen möchte mit Krita. Workspaces speichern könnt ihr auch hier oben. Ich kann mal draufklicken, ihr seht leider nur nicht viel, weil Krita expandet die Fenster teilweise auch über die Breite und ich habe ein Widescreen hier, aber glaubt mir, hier oben könnt ihr Workspaces anlegen und bearbeiten, falls ihr es möchtet. So, als allernächstes, ihr habt eben ganz kurz hier den gesehen, dass es hier noch eben anders aussah. Da stand irgendwas mit Configure. Das ist der Punkt, wenn ihr, Moment, ich muss das mal eben kleiner ziehen, auch das sprengt nämlich immer die Breite. Wenn ihr auf Configure klickt, kommt ihr in dieses Fenster hier. Als allererstes, was ihr habt, es ist normalerweise, steht es hier auf Online-Service. Hier könnt ihr euch mit einem Online-Service verbinden und Rechenleistung für ComfyUI kaufen, falls ihr selber keine starke Grafikkarte verbaut habt. Gehe ich jetzt nicht drauf, ich möchte da keine Werbung machen. Aber die Option habt ihr, ne? Könnt ihr hier hingehen, dem Link folgen oder Sign-In machen. Dann ja, könnt ihr online Computing Power kaufen. Mit Custom Server könnt ihr, falls ihr eine ComfyUI-Instanz laufen habt, hier die URL zu dieser angeben. Das ist dieselbe URL, die auch oben in eurem Browser dann erscheint, wenn ihr mit ComfyUI arbeitet, lokal. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe mich für die Local Managed Server Variante entschieden. Da installiert ihr im Prinzip nochmal eine weitere ComfyUI-Instanz nur für Krita. Ich fand, das hat einen Charme dafür, dass Kompatibilität und so nachher gewährleistet bleibt, ist und bleibt. Ja, ich möchte es getrennt haben von meiner, sagen wir mal, customizeden ComfyUI-Variante. Ihr gebt dafür einen Pfad an, den könnt ihr hier ändern mit diesem Icon, wo der ComfyUI-Server für Krita installiert wird. Bei mir ist es eTools Krita AI Server ComfyUI. Und nachdem das dann geschehen ist, seht ihr hier unten auch noch die ganzen Komponenten, beziehungsweise ihr könnt auch erst die Komponenten auswählen und dann klicken. Ich habe alles einfach auf Vollanschlag installiert. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Falls euch später im Verlauf oder in einem späteren Video dann irgendwie ein ControlNet oder sonst irgendwas fehlt, ne, dann wisst ihr, ihr könnt das hier in den Settings unter Connection nachinstallieren. Und dann kommt hier auch einfach hier, erscheinen noch Buttons mit Install und so. Ihr könnt hier auch Verify, Reinstall oder löschen, den ComfyUI-Server starten, stoppen, wie ihr es gerade benötigt. Auf jeden Fall, das ist der Ort hier, um die Installation für eure, es ist eigentlich nur Local Managed Server, Custom Server, dann managt ihr das ja selber. Hier ist es von Krita gemanagt. So, ich gehe mal auf OK. Und, ach, jetzt bin ich nicht connected zum Server. Ich muss den einmal neu starten. Mal gucken, ob es das tut. Das ist das Fenster, was ich eben meinte. Anscheinend startet er nicht nur. Doch, jetzt Connecting to Server und da sind wir wieder. Ich habe nichts gesagt. Alle beruhigen sich jetzt erstmal wieder und wir machen weiter. So, wir haben hier jetzt die Möglichkeit. Wir fangen hier an. Das sind die Möglichkeiten, die wir machen können. Die heißen Generate, Upscale, Live, Animation und Graph. Ich werde das splitten in verschiedene Videos.
werde euch gleich nur mal ganz kurz Generate teasern, aber die Details von Generate werden wir auch in einem separaten Video besprechen. Deswegen bleiben wir hier mal auf Generate. Hier habe ich mir schon eigene Models angelegt und das Ganze könnt ihr wieder über diesen Konfigurationsbutton hier machen. Ist er noch offen? Er ist im Hintergrund noch offen. Dann kommen wir nämlich auf die Styles. Hier oben, also ihr kriegt von Krita schon automatisch hier diese Build-in-Geschichten präsentiert. Die können wir jetzt für den Fall auch mal ausmachen. Dann seht ihr nur die ich selber nochmal für mich angelegt habe. Ich habe einfach ein paar schöne Models mal nach Updates geguckt und so und mir hier installiert. Ihr kriegt aber alle, die hier mit Build-in / markiert sind, die kriegt ihr schon automatisch mit dazu. Vor allem, wenn ihr hier unten die ganzen Models mit installiert habt. Gut, was können wir hier machen? Wir haben hier einmal Plus, damit können wir einen neuen Style generieren. Wir haben Copy oder Duplicate, dann wird der gerade selektierte Stil kopiert. Das kann ich ja mal machen, ne? Dann erscheint hier eins mit Copy. Wir können den gerade selektierten Style hier oben löschen. Wir können einmal nach neuen JSON-Files für die Styles gucken oder wir können hier mit einem Klick einmal die JSON-Files öffnen. Beziehungsweise den Ordner, wo jenige liegen. So, wenn wir jetzt hier eine Kopie haben, hier können wir uns das Model auswählen, was benutzt werden möchte. Auch hier können wir einmal refreshen, falls wir neue Models runtergeladen haben oder uns den Pfad für die Models angucken. Das ist nicht der ComfyUI Models Folder, ne, der wäre ja hier. Das ist er nicht, sondern das hier ist der Pfad, in den ich eben bei der Installation von meiner ComfyUI-Instanz angegeben habe, dann unter ComfyUI und dann direkt unter Models. Und hier sind zum Beispiel die Checkpoints oder gewisse Models, die wir kennen. Also auch alle die ihr selektiert habt in der Connection Area hier. So, wir können hier LoRa's hinzufügen, die standardmäßig immer mit diesem Style ausgeführt werden wollen. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ich möchte hier eine Add Detail LoRa für Stable Diffusion 1.5 mit immer ausführen lassen. Hier können wir die Stärke der LoRa angeben, möchte ich aber nicht für diesen Fall. Dann würde ich mir einen eigenen Style wahrscheinlich machen. Der Style Prompt. Den können wir in zwei verschiedenen Varianten schreiben. Wir können einfach sagen, zum Beispiel Best Quality, High-Res, Integrate, bla 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 bla. Und das wird dann an jeden Prompt, den wir eingeben, und zwar tun wir das hier, das ist die Prompt Area, wird der angehängt. Wenn wir jetzt den Prompt an einer anderen Stelle haben möchten, dann können wir das mit geschweiften Klammern Prompt hier hinzufügen. Dann wird der Prompt, den wir hier in dieser Area angeben, wird dann irgendwo da platziert, wo wir auch unseren Prompt Placeholder platzieren. Wir können einen Negative Prompt angeben. Auch das wird immer ausgeführt. Allerdings zeige ich euch gleich, es gibt ja noch eine andere Area für den Negative Prompt, die müssen wir aber erst einschalten. Hier können wir auf jeden Fall einen Standard Negative Prompt eingeben. Und hier unten können wir dann noch verschiedene Sampler auswählen und auch selber welche anlegen. Ne, dann kommt ihr auf so eine JSON, die ihr selber bearbeiten könnt. Und wir können hier noch verschiedene Varianten für den Live-Mode, separates Video irgendwann, und ja, für den Live-Mode angeben. So, wo wir schon mal hier sind, bleiben wir direkt noch hier bei den Einstellungen. Unter Diffusion können wir Selection Parameter eingeben, Grow, Feather und Padding. Ich habe die auf Stand gelassen, die bedeuten aber, wenn ihr eine Maske in einem Bild zieht, wird es automatisch um diese Prozentzahlen wird die Maske noch erweitert. Und mit Feather natürlich auch ein bisschen ausgeblurrt, was gut für Inpainting und solche Geschichten ist. Und ihr könnt hier noch extra einen Not Safe for Work Filter einstellen mit Basic oder Strict. Im Interface selber könnt ihr sagen, welche Sprache das Interface haben soll. Ich habe es auf Englisch gelassen. Prompt Translation habe ich auch aus. Das heißt, der Prompt, den ihr hier hinten eingebt, ich kann das einmal so ein bisschen kleiner machen, den ihr hier eingebt, wird 1:1 durchgegeben. Ich könnte es aber auch auf zum Beispiel
German stellen. Das heißt, ich kann hier einen deutschen Text eingeben, der wird dann automatisch übersetzt. Ich weiß nicht, wo es übersetzt wird. Ich nehme mal an, es ist Google Translate in der Version 1 oder so. Seid euch gewiss, ab dann wird bestimmt irgendwie was ins Internet geschickt. Aber die Möglichkeit gibt es. Prompt Line Count ist auch ganz interessant. Den müsst ihr nämlich erweitern. Ich glaube, am Anfang steht es auf 2 oder 3. Ihr seht hier schon, ihr könnt hier ein bisschen mehr Zeilen angeben dann. Ich habe es auf 5 gestellt, damit man hier auch ein bisschen mehr Übersicht hat, was einzutippen. Negative Prompt könnt ihr hier an- und ausmachen. Und das zwar ist das hier unten, diese rote Area, wo ihr noch einen Negative Prompt bei Bedarf hinzufügen könnt. Show Steps ist auch ganz interessant. Und zwar ist das hier, wenn wir die Stärke eingeben. Wenn wir die Stärke ein bisschen verringern, sehen wir manchmal, dass da so ganz krumme Zahlen wie 87 und 83 rauskommen. Und wenn man Show Steps nicht anhat, dann sieht das irgendwie unschön aus. Also ich würde jetzt dazu tendieren, hier eine 80 reinzuschreiben und nicht eine 83. Aber wenn man Show Steps anmacht, macht das Sinn, weil wir sind hier bei 25 von 30 Steps und das ergibt Nummer 83%. Deswegen, ne, muss man wissen. Man kann sich entweder sparen, die Dinger hier zu runden. Ich finde es aber auch ganz praktisch, die Steps da noch mit anzuzeigen. So, Tag Auto Completion habe ich mich nicht mit wirklich beschäftigt. Ist auch disabled bei mir. Ich glaube, da muss man auch noch separate Dinge für installieren. Hier sehen wir, was mit einer Bildgenerierung passieren soll, ob sie direkt angewendet werden soll, ob wir erst eine Vorschau sehen wollen oder da nichts passiert. Wir wollen natürlich erstmal eine Vorschau sehen, die wir dann anwenden könnten, wenn sie uns gefällt. Hier können wir sagen, was, ja, wenn wir es anwenden, wo es platziert werden soll. Also wir haben ja hier Layers, ne? Das ist wie bei Photoshop. Hier kann ich Layers hinzufügen und dann auf den verschiedenen Ebenen mit meinen Bildern arbeiten. Das ist das, was hier passiert. Hier können wir sagen, on top, also ganz oben. Wir können sagen, bearbeite direkt den aktiven Layer oder mach einen neuen Layer über dem aktiven Layer. Ich habe es gerade noch on top, aber ihr könnt das umstellen. Und so zieht sich das eigentlich durch hier. Manchmal werden auch Layer Groups gemacht, gerade bei Region Promptings und sowas werden, glaube ich, Groups gemacht. Ich habe schon ein paar gesehen. Auch hier Apply Behavior. Also wenn wir applyen, möchten wir das dann direkt im Layer haben oder im Layer on top. Und jetzt muss ich immer mal gucken, das verrutscht hier immer mal gerne. Ah ne, das gehört noch zu dem hier, Modify Region Layers, lassen wir alles so. Und ob wir im Live-Modus einen neuen Seed haben wollen, wollen wir eigentlich nicht. Aber Live-Modus kommen wir auch später nochmal zu. Auf jeden Fall für den Fall nicht. So, Performance, hier können wir noch ein bisschen sagen, wie viel Speicherplatz Krita zur Verfügung hat. Kann man dann bei Bedarf noch einstellen oder Dynamic Caching. Habe ich alles nicht gebraucht. Und hier sehen wir nochmal Infos über das Plugin selber. Wir können nach Updates prüfen und so. Brauchen wir aber nicht. So. Ja. Wenn wir da durch sind, machen wir einfach okay. Oder wenn ihr da durch seid, ich habe mich da ja schon durchgeschlagen. Es war auch nicht viel. Also viel kann man einfach auf Default lassen. Dann sind wir hier auch schon in der Image Generation Area. Und ich könnte jetzt mal sagen, Watercolor Painting of a Female Assassin wearing a dark coat. So, mache hier unten nochmal Horror rein und habe mal mein Albedo Base SDXL Model ausgewählt. Klicke hier auf Generate und wir gucken mal, was bei rauskommt. Im Hintergrund wird jetzt im ComfyUI also es wird ein Workflow hingeschickt über die API. Unser Bild wird erzeugt und sobald ComfyUI fertig ist, kriegen wir unser Bild zurück. Was genau jetzt passiert ist und wir sehen schon, es hat ganz gut funktioniert. In den Layers haben wir jetzt nur einen Preview-Layer, der uns die Vorschau anzeigt. Wir können jetzt aber sagen Apply und dann haben wir einen Generated Layer bekommen hier mit unserem Bild. So, den könnten wir jetzt auch wieder wegschmeißen. Also es ist halt wie ein normales Bildbearbeitungsprogramm jetzt hier in Krita. Wir können jetzt verschiedene Layer
einfach füllen mit Bildern oder Teilen von Bildern oder Bearbeitungen etc. pp. Noch ganz wichtig oder sogar ganz interessant, wichtig weiß ich nicht, aber interessant. Wir können hier, und ich weiß, das werdet ihr, nein, Quatsch, wir können hier, Moment, ich mache euch mal einen Screenshot davon, weil das mir das immer aus dem Bild plöppt. Wir können hier, hier unten bei der 0 können wir sagen, wie viel Batches oder wie viele Bilder unser Batch haben soll. Steht im Moment auf 1, stellt er das auf 4, kriegt er direkt 4 Bilder generiert. Ihr könnt den Seed hier auf Fix stellen oder hier dann, wenn der fixed ist, mit diesem kleinen Würfel-Icon nochmal ein neues Bild, einen neuen Seed bekommen. Ihr könnt hier schon direkt die Resolution angeben. Würde ich immer auf 1 lassen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das ein bisschen hoch oder runter drehen. Deswegen habe ich auch schon 1024er Auflösung genommen für mein SDXL-Model. Hier könnt ihr nochmal sagen, ob neue Generationen von Bildern hinten angehängt werden oder vorne. Ich hätte es eigentlich lieber vorne, dass ich neuere Bilder immer vorne habe, aber bei jedem Start von Krita setzt es das wieder auf At the Back und ich habe einfach keine Lust, das immer wieder umzustellen. Deswegen steht es ja auf At the Back. Und hier können wir das aktive Bild abbrechen. Wir können alle Bilder abbrechen, die noch im Queue stecken oder halt alle, also Active und Queued. Ja, und so könnt ihr dann anfangen, Bilder in Krita zu generieren und wir könnten jetzt natürlich sagen, wir machen einen neuen Paint Layer on top. Wir nehmen einfach irgendeinen Stift mit einer grünen Farbe und machen den mal ein bisschen größer und wir könnten jetzt anfangen hier natürlich unsere Bilder irgendwie auf irgendeine Art und Weise noch zu bearbeiten. So, und sind dann natürlich layerbedingt unabhängig. So, manchmal ist ja auch so ein Lock-Symbol, ne? Dann ist hier der Schlüssel zu. Das heißt, ihr könnt keinen Remove-Layer machen. Macht dann diesen Schlüssel wieder auf hier oder das Schloss und dann könnt ihr das auch wieder laden. Und nur falls ihr euch wundert, dass ihr manchmal hier ein bisschen eure Layers aufräumen wollt. Das liegt meistens daran, dass die einfach gesperrt sind. Und jetzt noch ganz zum Schluss einmal das andere Plugin, was wir ganz am Anfang des Videos installiert haben, die Krita AI Tools. Die befinden sich hier unten. Das sind diese Masken mit den Sternen. Also wir haben hier einmal natürlich Masken, die wir selber anlegen können. Wir haben jetzt aber auch diese Masken hier. Einmal der Stern ist eine Point-Maskierung. Hier sehen wir schon, ich habe die Lampe angeklickt und sie wird markiert. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch das Gesicht anklicken und es wird markiert. Das ist jetzt KI-gestützte Generierung. Oder es gibt hier noch die Rectangle-Variante. Das heißt, ihr könnt eine Selektion um ein Item ziehen und es wird auch automatisch die Lampe markiert oder okay, hier hat er das alles markiert. Das finde ich aber ganz praktisch zum Markieren, weil es KI gestützt ist und ich glaube ein bisschen besser als der Zauberstab. Warte mal, ich mache mal Deselect und sage jetzt, ich möchte einmal mit dem Zauberstab das Gesicht. Ja. Ne, also hier hat man die typischen Probleme. Hier müsste man eigentlich noch in den Tool Options hier oben noch so ein bisschen den Threshold und alles, dann fängt man halt an, hier zu maskieren. Wenn ich jetzt mal sage, Threshold ein bisschen höher. Ja, es wird unschön, ne? Deswegen hier die Point Selection, Moment, Select, Deselect, zack. Und die KI hat erkannt, ich möchte die Lampe auswählen. Die KI hat erkannt, ich möchte das Gesicht auswählen. So, und auch wie jede andere Maske könnt ihr einfach mit Shift-Klick und so eure Maske dann erweitern. Das war das zweite Tool, was wir am Anfang installiert haben, das mit dem Copy-Paste des gesamten Inhalts in den Installationsordner, jada, jada, jada. Ja, so. Das ist auf jeden Fall schon mal die Installation und das erste Bild haben wir schon gemacht. In den nachfolgenden Videos gehen wir mal jetzt durch die einzelnen Schritte durch und ich weiß noch nicht, wohin uns die Reise führt. Wir werden es sehen. Aber ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Und bis dahin viel Spaß schon mal beim Installieren und ein bisschen rumklicken. Wir sehen uns, macht es gut. Bis dann und tschüss.